Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist herrlich schubfrei. Heute möchte ich dich ganz gerne mit in ein ganz persönliches Thema nehmen, der Ernährung bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Das treibt viele um. Und mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass ich mittlerweile im 6. Jahr meiner pflanzlichen Ernährung bin. 6 Jahre, das ist eine wahnsinnige Zeit und ich habe da sehr viele Erfahrungen gemacht. Das Schöne ist aber, und davon profitiere ich heutzutage wirklich sehr, ist, dass ich sehr gerne YouTube gemacht habe in meinem Leben. Das heißt, ich habe ganz früher schon auf meinem Kanal Lomtro Menschen mitgenommen durch mein Hobby, die analoge Fotografie, habe sie dadurch auch durch mein Leben mitgenommen und irgendwie unfreiwilligerweise auch durch meine Krankengeschichte. Das ist alles noch online, kannst du dir angucken. Der Link zu dem Kanal, den findest du auf meinem Kanal hier. Und auf diesem Kanal hier habe ich auch sehr früh angefangen, mein Leben zu dokumentieren mit der Erkrankung. Und dementsprechend gibt es von 2019 ein Video, das ich mir mit dir jetzt gerne gemeinsam anschauen möchte. Ich habe das seit 2019 nicht mehr gesehen. Das muss kurz nach meiner Rückverlegung aufgenommen worden sein. Von mir. Und ich nehme dich da jetzt einfach mal mit rüber auf meinen anderen Monitor, setz mal meinen Kopfhörer auf und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es gab damals sehr viele Kommentare da drauf. Es wurde ganz gut auch abgerufen und ich sehe jetzt schon, der Fokus stimmt irgendwie nicht. Damals war mehr Haar, das kann man jetzt schon mal sagen, würde ich sagen. Die Geheimratsecken werden nicht, aber es gibt auch im Erscheinungsbild doch ein bisschen was. Also es war wirklich so nach der Rückverlegung muss das gewesen sein. Und ich würde sagen, wir springen da jetzt mal gemeinsam einfach mal rein. Ich setze meinen Kopfhörer auf und dann würde ich sagen, geht es einfach mal los. Hallo, hier ist der Kai von Ich um mein Kron. Ja, hier sehen wir schon, der Fokus, genau. Der springt immer hin und her. Ich weiß das noch, da kann ich mich noch dran erinnern, habe ich mich damals schon geärgert. Wir konzentrieren uns hier auf den Inhalt und dementsprechend lassen wir jetzt den Fokus sein. Der springt zwischendurch, mein Gesicht wird dann auch nochmal scharf gestellt gleich und ich glaube, dann müssen wir darüber auch nochmal reden. Seid herrlich gegrüßt. Ich würde ganz gerne heute mit euch mal der Frage nachgehen, ist es eigentlich, oh, hier geht das Licht aus, ist es eigentlich unbedingt zwingend notwendig, wenn man als Morbus Crohn-Kranker vegan leben muss? Und erstmal... Ja, das ist eine Frage, die ich mir damals wirklich gestellt habe. Es war halt so, ich hatte meine Rückverlegung und das Problem war, dass ich immer wieder die gleichen Probleme gekriegt habe nach meinem Essen, wie ich es vor dem Darmriss hatte. Und irgendwann kam dann der Punkt, ich möchte dem jetzt nicht vorgreifen, ich weiß selber nicht mehr, was ich da so alles erzählt habe, das gucken wir uns jetzt gemeinsam an, aber irgendwann kam der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, ich kann so nicht weitermachen, weil sonst ändere ich nichts und dann habe ich wieder einen Darmriss irgendwann und komme aus diesem ganzen Kram nie raus. Für mich persönlich war immer wichtig, ich habe eine zweite Chance im Leben bekommen und die möchte ich jetzt auf gar keinen Fall versauen, weil wer weiß, ob ich noch eine dritte kriege. Weißt du? Es ist so wie mit allen Dingen im Leben, müssen tust du gar nichts, ne? Ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich mich mit Nährstoffen beschäftigen musste. Mein Darm hat keine richtigen Nährstoffe aufgenommen. Jetzt ist der Fokus hier scharf gestellt und können wir einmal ganz kurz nur darüber reden, wie ich aussehe. Das war die Zeit, glaube ich, noch, als ich habe ja noch einen Port in meiner Schulter hier drunter und da muss ich noch eine Nadel drin gehabt haben. Ich gehe ganz fest davon aus, das war noch in der Zeit. Und da habe ich halt meine künstliche Ernährung in die Venen gepackt bekommen. Und du siehst es, sieht man meinen Mauszeiger? Ja, du siehst hier den Hautausschlag. Mein Gesicht sieht so richtig aufgequollen auch noch aus. Das war keine schöne Zeit. Ich habe Flüssigkeit dadurch gekriegt, weil ich ein Kurzdarmsyndrom hatte. Und ja, ich meine, man sieht es ja jetzt nebeneinander. Du siehst mich da und du siehst mich jetzt hier. Ich bin schon mit dieser Variante gerade sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich zugeben und sagen. Und die Arbeit hat sich, glaube ich, gelohnt, würde ich mal sagen. Und das war echt ein bisschen nervig. Und wer am Morbus Crohn erkrankt ist und weiß, wie das ist, wenn Nerv... Man hört auch noch so ein bisschen, wie meine Stimme ist. Die ist sehr dünn noch. Krass.
Stoffe fehlen, dann fühlst du dich halt richtig ätzend. Und also habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt. Was macht welcher Vitaminmangel? Wofür braucht man Vitamin D? Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wofür braucht man B12? Und wie ist das mit dem Eisenspiegel auch? Weil auch an Eisen fehlt es mir sehr oft. So, ich hatte jahrelang immer einen sehr, sehr hohen Weil, wenn du viele Entzündungen im Darm hast oder überhaupt eine Entzündung im Darm hast, dann wird halt dein Eisenspiegel aufgebraucht. Der Körper braucht Eisen, um zu kämpfen, um ja, sich zu reparieren. Und Eisen ist so wichtig im Körper, dass er sogar in einem Speicher angelegt wird. Und das nicht ohne Grund. Entzündungsgrad im Körper. Ich hatte einen hohen CRP-Wert. Mittlerweile habe ich den ganz gut runtergeschraubt bekommen. Bis heute. Ich bin nämlich auch seit 5 Jahren damit dann jetzt in der Remission. Wahnsinniger Weg. Und ja, ich glaube, wer sich mit Morbus Crohn beschäftigt, weiß, dass es 2 wichtige Themen gibt. Thema Nummer 1 ist immer Toilette. Thema Nummer 2 ist immer Ernährung. Und ja, also fängst du an, bei der Ernährung mal zu überlegen, was ist eigentlich entzündungshemmend? Denn alles, was wir da oben reinstecken, macht ja irgendwas mit uns. Und ja, also habe ich mal geguckt. Und was ist entzündungsfördernd? Zucker, Weizen, Fleisch. So, und die logische Konsequenz ist ja erstmal mit dem normalen Menschenverstand, ja, lasse ich doch einfach die 3 Sachen weg und dann geht es mir wieder super. Und langsam, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr habe ich das Gefühl und den Verdacht, genau so ist es auch. An den Vergangenheitskai danke, dass du die Entscheidung getroffen hast. Ja, das war schon, ja, es ist tatsächlich so, ich war ein unfassbarer Zuckerjunkie. Ich war vor dem Darmriss, ich habe Cola getrunken ohne Ende. Meine Frau hat mich kennengelernt damals, da habe ich am Tag 3 Liter Cola getrunken und mit Sicherheit auch noch eine halbe Kanne Kaffee ungefähr, ja. Wenn ich mir Fleisch angucke, ich esse sehr gerne Fleisch, ja. Ich habe mich immer mit dem Thema Veganismus beschäftigt und hatte da immer großen Respekt und verstehe logischerweise auch die ethischen Gründe dahinter, aber ich mochte es einfach immer zu gerne. Ja, auch das stimmt, vor allem Burger. Oder irgendwelche Hackauflaufgerichte und so. Ja, ich habe das schon sehr stark konsumiert. Plus Zucker, plus Koffein, plus Softdrinks, so gut wie kein Wasser. Wasser war ja in Cola drin, ne? Aber natürlich ist das nicht ethisch auch nicht mehr wirklich vertretbar, dass man es macht. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wenn ich mir die Fleischsorten so angucke, Schwein haben wir schon lange aus unserem Kühlschrank und aus unserem Herd verbannt. Damit wollen wir schon lange nichts mehr zu tun haben, weil es einfach wirklich minderwertiges Fleisch aus unserer Sicht ist. Ja, ich finde das interessant, mich selber so reden zu hören. Sehe ich immer noch so. Ist für mich eines der Punkte, wo ich ganz, ganz glücklich drüber bin, dass wir das rechtzeitig rausgenommen haben, weil es aus meiner Sicht tatsächlich Entzündungen schon fördert. Also Schwein war wirklich als erstes draußen, ja. Rindfleisch habe ich für mich festgestellt, seitdem ich die Darmoperation habe, dass ich mit Rindfleisch echt Schwierigkeiten habe, weil es zu lange im Körper bleibt. Ja, da möchte ich ein bisschen widersprechen. Ja, wobei ich glaube, ich weiß, warum ich das gesagt habe. Aber es bleibt nicht nur zu lange im Körper. Ich hatte eine ganz schlechte Fettverdauung. Und das war ja auch der ausschlaggebende Punkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich über Gulasch rede, ansonsten sage ich es gleich nochmal. Aber tatsächlich hatte ich ja Schmerzen dadurch. Also ich habe es sehr schwierig verdaut bekommen. Und das ist echt schwierig. Also da kriege ich dann doch ja, so Grummeln und so leichte Krämpfe. Richtig Krämpfe kann ich nicht sagen, aber so leichte Krämpfe im Anflug.
Und du musst überlegen, ich hatte damals einen Darmriss hinter mir, eine Operation, eine Rückverlegung hinter mir. Ich hatte ein Kurzdarmsyndrom, künstliche Ernährung und plötzlich bekommst du nach deinem Essen wieder die Krämpfe, die du kennst, die zum Darmriss geführt haben. Das macht Angst, das macht Panik und irgendwann kommst du zu dem Punkt, warte mal, wenn ich das jetzt schon wieder kriege, dann muss ich doch, glaube ich, irgendwas verändern, weil wenn ich jetzt so weiterlebe, wie ich vor dem Darmriss gelebt habe, dann kann das muss ja dann wieder zum gleichen Ergebnis führen irgendwann. Also mehr Entzündungen und dann irgendwann wieder vielleicht der Darmriss. Das ging mir durch den Kopf und ich weiß auch, und ich finde, das merkt man hier auch, ich war da sehr verzweifelt, weil ich da einen sehr langen Prozess durchlaufen habe, weil ich mich vorher nämlich nie einen Kack um meine Ernährung gekümmert habe. Und ja, und Hühnchen ist halt etwas, was man natürlich aufgrund des weißen Fleisches schon brauchen würde. Aber auch bei Hühnchen ist es doch mittlerweile so, dass die komplett zugeballert werden mit irgendwelchen Medikamenten. Und ich war da schon in so einer Phase, wo ich mir ganz viele Informationen rangezogen habe und gebe die jetzt gerade so ein bisschen wieder, weil ich doch ein bisschen auch schockiert war über diese Informationen, die ich mir da rangezogen hatte. Ja, das ist einfach dann der Punkt, wo ich für mich überlege, Scheiße, ich muss was verändern. Und ja, aber der eigentliche Punkt war vor allem dass ich wieder Schmerzen bekommen habe. Ja, wie machst du das jetzt? Du kannst nicht einfach anfangen hier, so jetzt fliegt alles raus und jetzt ernähre ich mich nur noch vegan. Nee, das muss im Kopf stattfinden und da kann ich mich jetzt nicht großartig zu zwingen. Ich möchte das gerne stufenweise machen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal beschlossen, dass wir alle Milchprodukte raushauen. Alle tierischen Milchprodukte fliegen. Das stimmt, das haben wir stufenweise gemacht. Also, ich muss dazu mal was sagen, was die Ärzte angeht. Ich wusste ganz genau, dass ich an meiner Ernährung etwas verändern muss, weil das einfach eine furchtbare Ernährungsform war, die ich da zu mir genommen hatte. Meine persönliche. Ne? Und ich weiß, dass Ärzte, vor allem Ärzte, die mich auch gerettet haben, das muss man auch dazu sagen, die haben mir damals davon abgeraten, vegan zu werden. Also die haben mir damals gesagt, bitte informieren Sie sich über Ihre Erkrankung, aber bitte tun Sie mir den Gefallen und werden nicht vegan. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich so verzweifelt war, weil ich das im Hinterkopf hatte, noch nicht der große informierte Patient war. Heute habe ich ganz anderes Wissen als der da im Auto sitzt. Und ich hatte natürlich Angst. Angst, dass die Ärzte recht hatten. Aber je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso mehr hatte ich das Gefühl, ich muss das machen. Auch wenn die Ärzte gesagt haben, ne. Und ja, das war ein Hin und Her für mich. Und wir haben es tatsächlich stufenweise gemacht. Ja, wir haben die Milch rausgenommen. Das war eines der Sachen, die mir auch am meisten mit zugesetzt haben. Nicht nur die Fleischverdauung, sondern ich habe Milch einfach nicht vertragen. Und mein Hautbild hier zeigt ja auch deutlich, da muss sich was verändern. Und da muss eine entzündungshemmende Ernährung her. Und ein Rasierer. Mir ging es da noch nicht so gut. Raus. Das haben wir jetzt tatsächlich gemacht. Hat auch den Hintergrund, dass ich für mich festgestellt habe, dass wenn ich mir einen Shake mache mit Haferdrink oder Sojamilch, dass es mir dann nicht so schlecht geht, als wenn ich normale Milch da reinhaue. Das waren meine ersten Probierphasen. Wir haben dann wirklich hier Hafermilch geholt und am Anfang hat mir das überhaupt nicht geschmeckt. Vor allem im Kaffee. Das war wirklich, das war so schlimm. Aber ja, ich habe es dann wirklich im direkten Vergleich getestet und bei der Milch hatte ich immer Probleme. Und dann habe ich Haarmilch ausprobiert. Ich habe laktosefreie Milch ausprobiert. Auch so ein Quatschprodukt aus meiner Sicht heute. Aber meine Meinung. Ich habe dann immer festgestellt, bei Hafermilch merke ich gar nichts. Und bei normaler Milch merke ich schon was. Und zwar jedes Mal Probleme. Blähungen, Blähungen, Schleim und so weiter.
Das habe ich tatsächlich immer wieder festgestellt, denn nach der normalen Milch bekomme ich immer Durchfall. Und Durchfall. Stimmt, Durchfall. Ja, ja, ja. Nach der Sojamilch und sowas geht es mir eigentlich sehr gut. Und das muss ja einen Grund haben. Das muss ja einen Grund haben. Und dementsprechend. Man merkt so ein bisschen die Verzweiflung da drin. Jetzt lache ich darüber. Der da hat nicht darüber gelacht. Ja, das ist mir nicht leicht gefallen. Und es ist auch nicht leicht gefallen, das dann auch wirklich umzusetzen. Haben wir uns jetzt erstmal dafür entschieden, dass wir die tierischen Milchprodukte raushauen. Das ist für mich jetzt erstmal der Anfang. Es ist sehr spannend, denn ich stand gerade schon an einem Regal, kann ich mal zeigen, das liegt nämlich neben mir, an einem Regal und ich hatte so einen Hunger. Ja, ich war ein Zuckerjunkie, ich hab's gesagt. In meiner Erinnerung habe ich, glaube ich, eine Schokolade gekauft, oder? Ich habe jetzt auch Ewigkeiten keinen Zucker mehr gegessen und was übrigens auch nicht schadet, aber ich habe schon ein bisschen Hunger auf Zucker. Was übrigens auch nicht schadet? Muss ich sagen. Und deswegen habe ich mir eine Schokolade geholt. Und dann stand ich gerade vor dem Schokoladenregal. Und was soll ich sagen? Ich hatte so eine schöne weiße Schokolade in der Hand. Ich mag die so gerne, habe die lange nicht mehr gegessen. Sojalecithin ist in weißen Schokoladen und vertrage ich übrigens gar nicht. Macht Durchfall, sorgt bei mir für massive Blähungen im Darm. Aber der Vergangenheits-Kai hat sich das schön geredet, indem er einfach sich eine weiße Schokolade gekauft hat und hat gesagt, ach komm, mal geht's aber auch, finde ich. Also, ich achte ja jetzt schon drauf. Ich beschäftige mich ja jetzt mit dem Thema. Fangen wir mal mit einer weißen veganen Schokolade an. Und irgendwann an der Kasse ist mir eingefallen, sag mal, wolltest du nicht die Milchprodukte raushauen? Und ich bin ungelogen wieder zurück zum Regal gegangen und habe mir dann hier so eine vegane geholt. Ich habe jetzt hier so eine. Die ist anscheinend nicht nur Fairtrade, sondern auch vegan. Steht hier ebenfalls ganz fett drauf. Und, ja, der Fokus macht leider nicht mit. Ja, okay, das ist der Anfang. Aber ich glaube, vielleicht sieht der ein oder andere sich von euch ja da drin wieder. Ich merke gerade auch selber, wie man sich selbst so schön einen vormacht. Das ist schon, Thema Ernährung ist wahnsinnig emotional. Es ist eine absolute Routine. Zucker ist wahnsinnig abhängig machen, finde ich. Ich habe auch heute immer noch Probleme damit, dass ich mich disziplinieren muss und Disziplin vor Genuss stellen muss, um, ja, mal auf Zucker zu verzichten, weil Zucker immer noch entzündungsfördernd ist. Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ja, 35% Kakao ist jetzt nicht die gesündeste für Morbus Crohn-Kranke, aber naja, sie ist. Ich habe jemanden als Coaching-Gast gehabt. Wir haben es erfolgreich beendet vor kurzem. Die Person hat eine, ich überlege gerade, 70 oder 100%ige kakaohaltige Schokolade gegessen. Die hat sich gesagt, ach, ich mache das einfach da mit so einem hohen Kakaoanteil und dann habe ich ja nicht so wirklich ein Süßungsmittel gegessen oder so Süßigkeiten gegessen, sondern habe dann einfach trotzdem meinen Hunger gestillt. Hast du schon mal 100%ige oder 70%ige Schokolade gegessen? Dann verzichte ich lieber. Aber ich habe es auch eine Zeit lang gemacht, ja. Vegan, für den Kopf ist sie gesund. Ja, Ausgangsfrage, muss man zwangsweise als Morbus Crohn-Kranker vegan leben? Nein, wahrscheinlich nicht. Würde ich diese Aussage heute so stehen lassen? Du musst gar nichts. Das ist schon mal wirklich wichtig. Das habe ich am Anfang auch gesagt. Du musst überhaupt nichts. Du musst das machen, was dir gut tut. Ich bin auch heute der Meinung, dass man es nicht muss. Ich bin aber der Meinung, dass du dann, wenn du dich dagegen entscheidest, trotzdem die Balance im Blick halten solltest. Einfach mit Blick langfristig auf Entzündungen in deinem Darm. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das sagt mein Wissen, was ich heute habe, was ich da noch nicht so hatte. Ja, der Typ da hat einen Darmriss hinter sich gebracht. Und ja, ich habe keine Entzündungen mehr seitdem.
ursprünglich auf den Gedanken, mich damit zu beschäftigen an sich, sind nicht nur die Nährstoffe gewesen, sondern auch die Konsequenz. Ich habe immer, wenn mir viele Leute sagen, du musst das machen oder mach das bloß nicht, dann kommt bei mir immer der Reflex, okay, dann mache ich's. Und Ja. oder ich hinterfrage es sehr oft. Ich bin so. Es ist so. Und ja, und bei mir war es so, dass nach der OP alle Ärzte, unabhängig voneinander, die kannten sich gar nicht, alle mir gesagt haben, aber bitte tun Sie mir einen Gefallen, ernähren Sie sich nicht vegan. Das ist Auch derjenige, der mich gerettet hat, das gehört dazu. Der stand an meinem Krankenbett. Das war auch derjenige, der mir gesagt hat, Ihr Körper möchte leben. Und mein Kopf gesagt hat, wenn mein Körper das möchte, dann möchte ich das jetzt auch. Das war der Wendepunkt in meinem zweiten Leben. Und auch der hat mir gesagt, lassen Sie die Finger von dieser veganen Ernährungsform. Das wird Ihnen nicht gut tun. Und wenn du das im Hinterkopf hast, schwierig. ganz wichtig bei Ihrem Darm. Und ich denke mir mittlerweile, warum? Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Warum? Eigentlich spricht doch alles dafür, dass ich es mache. Mal gucken, ob ich gleich erzähle, wie ich es dann gemacht habe. Ich habe es als eine geheime Challenge bei meinen Ärzten durchgesetzt. Mal gucken, ob ich darüber jetzt rede. Und ja, habe mich, wie gesagt, jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und habe für mich so festgestellt, ich glaube nicht, dass die alle so recht hatten. Aber das werde ich sehen. Das werde ich sehen. Ich werde Schritt für Schritt das Ganze jetzt in mein Leben mit reinnehmen. Ich bin gespannt, was da jetzt so passiert. Und ja, gucken wir mal. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, woran erkennt man Veganer? Sie erzählen es dir, aber ich Habe ich, glaube ich, auch am Anfang gemacht. Wenn du erstmal für dich rausgefunden hast, hey, das funktioniert alles, es geht alles auf, dann hast du ja so ein Erfolgserlebnis. Und natürlich, die Anfangsphase war ich, glaube ich, ein schwieriger. Mittlerweile, ich treffe mich auch mit Leuten zum Grillen und dann liegt halt meine vegane Wurst neben der richtigen Wurst. Ich habe da kein Problem mit. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, ich bringe mir meinen eigenen Grill mit und mache das da drauf. Aber ganz ehrlich, man muss ja miteinander leben, ne? Und was habe ich davon, wenn da jetzt die Wurst neben der anderen Wurst liegt? Solange ich die andere Wurst nicht essen muss und sie mir keiner in den Mund prügelt, habe ich damit jetzt kein Problem. Also man muss da, glaube ich, auch ein bisschen für sich, das muss man dann schon, finde ich, auch ein bisschen ein Miteinander machen. Du siehst ja auch, wie schwer es mir gefallen ist. Wie kann ich da von anderen erwarten? Jetzt mach mal, jetzt dreh mal hier um, komm, nimm mal deine Wurst da weg und iss mal meine hier. Das ist Quatsch. Ich mache das ja hier auch so ein bisschen für mich und bin gespannt, wohin da die Reise so gehen wird. An der Stelle ganz kurz mal wirklich der Aufruf, mach dir einen YouTube-Kanal. Wenn du das nicht mit anderen Leuten teilen möchtest, dann mach es einfach für dich. Du musst die Videos nicht online stellen, du kannst sie einfach auf privat stellen. Aber du für dich hast Videos produziert, die du dir dann angucken kannst. Ich finde das wahnsinnig cool, mich da so zu sehen. Ich komme mir gerade ein bisschen gesund vor. Es ist auch sehr interessant. Ich höre meine Stimme ganz anders. Ich nehme mich ganz anders wahr. Ich sehe ein komplett anderes Gesicht hier. Die Brille, die liegt hier vorne übrigens. Die hat auch eine eigene Geschichte, führt jetzt zu weit. Aber wenn du die Möglichkeit hast, du hast ein Handy, filme dich, nehme Gedanken auf, speichere es irgendwo und guckst dir nach 5 Jahren wieder. Das ist für mich super cool. Glaubt mir, ihr werdet mich nicht, ich bin mal gespannt, aber ich kann, glaube ich, jetzt schon ausschließen, ich werde hier nicht zu einem Kanal mutieren, wo ich total joggend durch die Gegend laufe. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Ich habe Skydiving gemacht und Achterbahnfahren entdeckt. Und, ja, ich versuche das ganze Thema als normal fauler Mensch durchzuziehen. Ich versuche mich durchzuwursteln, sag ich damit. Ja, okay. Bin gespannt. Ich habe ja jetzt das Video hier. Ja, und der Zukunftskai wird da drauf gucken. Und das machen wir jetzt. Also, gut. Ich bin gespannt. Haut mir gerne mal
unten in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze seht. Muss man zwangsweise sich vegan ernähren? Oh, das haben einige gemacht. Die Kommentare, uiuiui. Ja, manchmal waren sie ein bisschen schwierig, ja. Bin kein Freund davon, das sage ich jetzt schon mal, davon alles immer so hoch zu stilisieren. Ja, es gibt die Probleme, ja, es gibt ethische Gründe, ja, es gibt gesundheitliche Gründe. Kommen wir zu dem Punkt. Viele fangen mit der veganen Ernährung aus gesundheitlichen Gründen an. Ich weiß jetzt gerade, jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Es gibt auch Zahlen dazu. Die meisten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fangen aus gesundheitlichen Gründen an und dann kommen die ethischen Gründe dazu, weil du dich dann einmal mit dem Thema beschäftigt hast. Für mich, ich war da, also ja, ich muss zugeben, ich war da egoistisch. Ich habe erstmal an mich gedacht und habe für mich festgestellt, ich kann mich so nicht weiter ernähren. Und ja, und dadurch ist das dann entstanden. Also da stand jetzt erstmal die Gesundheit im Vordergrund bei mir. Es gibt Gründe. Es gibt einfach genug Gründe, um sich damit zu beschäftigen. Die einen machen das früher, die anderen wenig früher, später. Und ja, bei mir setzt es auch schon ganz schön spät ein, wobei wir immer mal wieder Phasen hatten, wo wir bestimmte Produkte auch rausgenommen haben. Aber wir haben es nicht konsequent genug durchgezogen. Wir haben es einfach wieder zurückgenommen, weil es halt auch so schön einfach ist, ne? Ja, das ist es. Es ist wahnsinnig einfach, weil zu der Zeit, 2019, gab es noch nicht das vegane oder pflanzliche Kühlregal, wo alles da war. Das kam erst später. Wir waren genau zur richtigen Zeit, glaube ich, und durch diese Produkte, die ich nicht cool finde und trotzdem zwischendurch mal esse, ja, hilft es dir aber auch, diesen Übergang leichter zu machen. Und ja. Aber grundsätzlich war es schon so bei uns, dass wir nie billiges Fleisch gekauft haben, sondern eigentlich immer beim Metzger. Nicht ein. Ja, ja. Das höre ich heute auch noch sehr oft. Ich kaufe ja kein billiges Fleisch. Ich kaufe ja immer beim Metzger. Billiges Fleisch gibt es heute? Doch, gibt es noch, ne? Gibt es noch, oder? Ich gehe da immer dran vorbei. Ich kenne die aktuellen Fleischpreise nicht. Naja, ob ich jetzt Fleisch beim Metzger kaufe oder im Supermarkt, es landet in meinem Darm und tut Dinge. Wir haben es immer beim Metzger gekauft und wir haben den Fleischkonsum schon sehr runtergeschraubt. Allerdings habe ich festgestellt, dass mein Fleischkonsum sehr stark wieder raufging, als ich meine OP hinter mir hatte. Das lag an der Proteingeschichte. Auch das würde ich heute mit dem Wissen von heute komplett anders machen. Nach der Rückverlegungsoperation hatte ich natürlich einen unglaublichen Proteinbedarf für die Wundheilung. Und da habe ich damals Hühnchen reingestopft ohne Ende. Ich konnte es auch nicht mehr sehen. Das würde ich heute komplett anders machen. Nicht mehr über tierische Produkte, sondern über pflanzliche Produkte. Und wir reden da jetzt nicht über Hülsenfrüchte, die ja auch proteinreich sind. Nach einer Rückverlegung mit Hülsenfrüchten direkt anfangen, könnte schwierig und problematisch werden. Hier sind wir bei Tofu zum Beispiel. Damit kannst du wunderbar das Ganze hochschrauben und dann noch Shakes dabei. Das würde schon funktionieren auf jeden Fall. Halte ich heute immer noch für viel besser als das, wie ich es gemacht habe dort. Und da hat der Körper, glaube ich, einfach nach Eiweiß verlangt. Hat er. Und dementsprechend, ja, musste ich da echt einiges an Huhn essen in der Zeit. Ja, also spannende Reise. Und ihr seid dabei und ich bin sehr, sehr gespannt, wo das Ganze hinführt und werde mir jetzt gleich erstmal, nachdem ich aus dem Auto hier ausgestiegen bin, die Schokolade essen. Die Schokolade vornehmen. Ist ja vegan. Hey, ich habe das Video hochgeladen. Man kann mir nicht sagen, dass ich nie ehrlich bin. Ich habe mir einen vorgemacht und ich habe es noch hochgeladen. Also, ich wünsche euch was. Macht's gut. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und ja, bis dahin. Ich nehme, glaube ich, auch hier mal den Leitspruch von meinem Lomtrue-Kanal. Seid herrlich unperfekt. Ja, okay. Ciao.
Ja, genau, sei herrlich unperfekt. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so sehe, erstmal, es ist ein komisches Gefühl. Ich sehe mich da immer noch gerade. Es ist komisch. Aber ich habe es als kleine Challenge gemacht, ohne meine Ärzte einzuweihen. Ich bin zum Arzt gegangen, habe mir einen Bluttest machen lassen, was ich zu der Zeit sowieso regelmäßig gemacht hatte. Und habe dann angefangen. Ich wusste, in 6 Wochen oder 4 Wochen war es, glaube ich, in 4 Wochen ist der nächste Bluttest. Und bis dahin ernähre ich mich einfach mal vegan. Und wenn sich an meinen ganzen, ich brauchte ja selber auch so eine Bestätigung. Habe ja Schokolade gegessen und so, ne? So richtig überzeugt war ich ja noch nicht. Ich wusste, ich muss es machen, ich muss was verändern, aber so richtig überzeugt war ich ja noch nicht. Und habe mir dann gesagt, wenn die Blutwerte nicht besser werden, dann lasse ich es sein. Dann war es ein Versuch wert und dann war es das. So, also hatte ich die Spanne zwischen den beiden Blutwerten. Die Entzündungswerte waren hier noch sehr hoch und dann habe ich angefangen halt alles Tierische rauszunehmen. Wir haben es erst gemacht mit der Milch raus und dann haben wir Käse raus und dann auch wirklich kein Fleisch mehr. Was mir nicht schwer gefallen ist, Milch und Käse war schwieriger und Süßigkeiten als auf Fleisch zu verzichten, weil Fleisch habe ich ja zu dem Zeitpunkt sowieso nicht richtig vertragen und es tat halt jedes Mal weh. Ich hatte immer Schwierigkeiten, wenn ich Fleisch gegessen hatte und deswegen habe ich es dann halt einfach rausgelassen und hatte damit keine Probleme. So, dann war die Zeit vorbei und ich bin wieder zum nächsten Bluttest gegangen und ja, hatte eigentlich gedacht, komm, in der kurzen Zeit, da passiert nichts. Was soll denn da passieren? Und die Blutwerte waren unfassbar viel besser geworden. In der kurzen Zeit. Und ich habe da gesessen und ich weiß noch, wir haben uns das hier angeguckt, auch mit den Ärzten zusammen. Und ich habe dann gesagt natürlich, was ich jetzt gemacht habe. Und ja, und seitdem gab es keinen Schritt mehr zurück. Ne? Und ich muss sagen, du hast es im Titel schon gelesen, ich bereue heute unwahrscheinlich, dass ich mich vor dem Darmriss nicht mit meiner Ernährung auseinandergesetzt habe. Dass ich einfach reingestopft habe an Fastfood, Pommes, Burger, gesättigte Fettsäuren, wenig Gemüse, Zucker ohne Ende, Softdrinks, kaum Wasser, dass ich mich damit nicht richtig auseinandergesetzt habe. Zum Schluss ging es mir ja so schlecht, dass ich dann nur noch Flüssignahrung zu mir genommen habe. Und auch da hätte ich mit meinem Wissen von heute ganz anders reagieren können. Ja, und somit lebe ich immer noch pflanzlich. Ich lebe immer noch entzündungshemmend. Ziehe ich das komplett 100% durch? Natürlich nicht. Manchmal gibt es trotzdem mal eine Schokolade. Wenn ich auf einem Kindergeburtstag bin, dann esse ich mal ein Stück Kuchen. Sahne kommt mir nicht mehr hin. Das schaffe ich nicht verdauungsmäßig. Aber ein Stück, weiß ich nicht, Apfelkuchen, wo jetzt mal ein Ei drin ist oder sowas, das würde ich dann machen und mache ich auch. Aber ich habe im Laufe der Jahre mir eine Regel draufgepackt: 80-20 Ernährung. Es macht keinen Sinn, wenn du es dogmatisch angehst und wenn du dich selbst unter Druck setzt. Das ziehst du nicht durch. Eine Ernährungsumstellung, egal wie, muss gar nicht unbedingt vegan sein. Eine Ernährungsumstellung ist immer schwierig. Und du ziehst es nicht durch, wenn du dir auch noch selber Stress machst. Stress erzeugt wieder Entzündungen. Und deswegen gilt für mich immer die 80-20-Regel. 80% muss vernünftige Ernährung sein, frisches Gemüse sein, muss entzündungshemmend sein, pflanzlich sein, kein Burger sein. Und 20% darf dann aber mal Nachos sein, darf dann mal der vegane Burger sein, darf dann mal Grill mit Freunden sein. Immer wie eine Wippe sehen und die Wippe oder eine Waage sehen und das Ganze im Gleichgewicht halten. Damit fahre ich persönlich sehr gut. Es hat mich in die Remission gebracht. Ich bin medikamentenfrei, ich bin in Remission und ich habe einen Darmriss überlebt. Und ich sitze hier immer noch in Remission. Und ich sehe es bei meinen Coaching-Gästen auch immer und immer wieder, dass wenn wir
daran arbeiten. Ich bin kein Ernährungsberater, deswegen werde ich nie einem Coaching-Gast sagen, du solltest dich jetzt mal vegetarisch oder pflanzlich oder wie auch immer ernähren. Das mache ich nicht. Aber die Leute kennen ja meine Geschichte, wenn sie zu mir kommen, und sie wollen es dann auch ausprobieren. Und die meisten machen es dann und stellen sofort fest, meistens fangen sie auch mit Milch an und Käse und lassen das weg und stellen dann sofort fest, ey, mir geht's besser. Nach 4-5 Tagen merkst du sofort eine Veränderung, und ja, natürlich macht das was mit dir, wenn du merkst, hey, das tut mir offensichtlich gut. Was ist denn, wenn ich jetzt das andere noch rauslasse? Und ja, das ist super spannend zu sehen. Inzwischen liegen da ja auch ein paar Jahre dazwischen, und ich habe jetzt mittlerweile viel mehr Erfahrung, nicht nur meine eigene Erfahrung gemacht, sondern darf ja auch Menschen begleiten, die teilweise aus dem Krankenhaus kommen, teilweise aus schweren Schüben kommen. Ich durfte Menschen dahingehend begleiten, dass sie Ewigkeiten jetzt schon schubfrei sind. Das ist wunderschön zu sehen, und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Und deswegen, ja, wenn dir das Ganze hier irgendwas gegeben hat, ich fand es sehr spannend, muss ich sagen, mir das mal anzugucken hier. Das wollte ich unbedingt vor der Kamera machen. Und wenn du Fragen hast, hau sie mir gerne unten in die Kommentare. Wenn du das kostenlose Schublascher-Magazin noch nicht abonniert hast, dann geh doch mal auf meine Website, ichundmeinkron.de, und abonniere es gerne. Auch da nehme ich dich immer mit durch meine Geschichte. Und wenn ich das hier so sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, es macht Spaß und es ist schön, sein eigenes Leben mal so zu dokumentieren, weil man sich dann selber auch nochmal sehen kann nach der Operation und wie es einem da so ging, und man fühlt sich da ja auch wieder so ein bisschen rein. Jawohl. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne kostenlos diesen Kanal. Hier, damit hilfst du mir, das Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen noch weiter nach vorne zu treiben, und ich versuche so ein bisschen den systemischen Ansatz weiterzugeben als systemischer Coach, der ich ja bin, und versuche so ein bisschen anders auf dieses Thema drauf zu gucken, wie andere das vielleicht machen. Ja, und ich hoffe, du kannst dir da etwas rausziehen, und ja, ich freue mich auf einen Kommentar von dir zu diesem Thema. Sei bitte nett, das ist wichtig. Das Thema reizt und triggert immer, ich weiß das, aber ich glaube, wir schaffen das, auch mal eine Perspektive darauf zu nehmen, auch wenn wir anderer Meinung sind vielleicht. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai.